Herzlich willkommen zur Aktienanalyse von PayPal. In diesem Video werden wir uns einmal die entsprechenden Szenarien anschauen. Wir werden schauen, welche Kursmarken relevant und wichtig sind, welche Bewegung wir jetzt erwarten und welche Bewegung dann auch ausschlaggebend ist, welches Szenario überhaupt relevant ist. Dazu starten wir einmal mit den entsprechend bullischen Szenarien. Wir hatten ein Szenario 1, 2 und wir gehen dann entsprechend nach oben. Das Ziel waren die $76 Minimum, 81. Und weiterhin ist es so, dass wir natürlich dann optional aktuell in diesem Szenario wären. Hier bin ich von der Bewegung her der 2 nicht ganz so zufrieden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir jetzt hier nochmal nach oben laufen und dann vielleicht nochmal hier im Bereich der $58 runtergehen. Das müssen wir entsprechend sehen. Und nur dann wäre dieses Setup weiterhin gültig. Die 1 können wir auch entsprechend nach oben packen, dann wäre die 2 relativ kurz und die Bewegung wäre in diesem Fall hier ebenfalls die gleiche. Wahrscheinlicher in diesem Szenario ist eher diese Variante. Das heißt also, ursprünglich bin ich davon ausgegangen, dass die 2 hier runterläuft. Aktuell haben wir das Minimalziel der 2 erreicht, auch das Minimalziel einer C. Das heißt, die C wäre hier relativ kurz. Und wir könnten hier mit der Running weiter starten, jetzt nach oben, sollten dann hier entsprechend fünfwellig jetzt nach oben starten. Und genau diese Bewegung, wie die hier ist, die wird entscheidend sein. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn wir diese Bewegung hier runter einmal uns anschauen, dann haben wir untergeordnet die 5 bei 61,24. Da hat der Kurs aktuell gedreht. Es besteht durchaus die Option, noch ein weiteres Tief zu machen, aber dann sollte das Tief wirklich hier bis 59,23 gehen. Momentan sieht es zeitlich und preislich relativ okay aus. Und solange die nicht brechen, könnten wir davon ausgehen und müssen mal schauen, was jetzt hier passiert. Ein weiteres bullisches Szenario wäre dann dieses. Dazu müssten wir natürlich aber erstmal wieder runterfallen. Das würde bedeuten, wir haben hier das A, wir haben hier dann die B. Das heißt, hier wäre dann dreiwellig, wobei das Ganze natürlich aber auch 5 hoch, 3 runter, wieder 5 hoch und erst dann beendet ist. Das müssten wir dann entsprechend einmal begutachten, was hier passiert. Auch hier 59 bis $56, maximal 54, das ist so das Hauptziel. Bedeutet also, in diesem Szenario gehen wir zwar hoch, sollten nur dreiwellig hoch und dann wieder entsprechend runter. Und genau das ist das Szenario für ein neues Tief. Wir sind hier fünfwellig runter. Auch wenn wir hier noch ein kleines neues Tief machen könnten, sollten wir dreiwellig nach oben und sollten nicht allzu weit nach oben, um dann wieder nach unten zu laufen. Das bedeutet also durchaus hier dreiwellig nach oben, um dann hier weiter nach unten zu gehen. Und wenn wir dann die entsprechenden Marken von eben alle brechen, dann ist dieses Szenario am wahrscheinlichsten und dann wird es bei PayPal dahin gehen, dass wir in dem Bereich 33 bis $47 laufen. Natürlich auch tiefere Kurse möglich. Sofern die entsprechenden Marken wie 56 bis $61 halten, sehe ich das Ganze momentan erstmal für PayPal positiv und bullish. Ich bin auch bullish gestimmt momentan. Das heißt also weniger dieses Szenario, sondern eher dieses Szenario hier. Und wer mich jetzt schon länger verfolgt, der ist dann auch entsprechend, sofern man mitgemacht hat, hier und hier investiert und ist dementsprechend auch noch im Plus. Selbst mit dem Runterlaufen hier sollte man dann aufgrund der 2 Positionen im Plus sein. Also es kann durchaus diese Bewegung geben. Dann gibt es durchaus ein Szenario, was etwas größer ist. Und zwar wäre es dieses Setup. Und hier ist es so, dass wir auch dreiwellig komplett bis nach oben laufen. Da machen wir dann aber ein neues Hoch. Das ist der Unterschied zu den dreiwelligen Bewegungen von eben. Das heißt, die 4 kann noch bis in den Bereich der $60 oder $57, wir sehen es hier, laufen, um dann entsprechend nach oben zu gehen. Natürlich, je weiter das hier runter geht, desto unwahrscheinlicher wird das Ganze. Bedeutet also, die $60 sehe ich hier als möglich, um dann hier nach oben weiterhin zu laufen zur 5. Sollte dies der Fall sein, wird es
eine 1 sein, die beendet ist, und dann haben wir nochmal die Möglichkeit, bis $57 runterzulaufen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass wir eher wieder im 61er-Bereich nach oben laufen. Das sind die entsprechenden Targets von der 2. Dazu brauchen wir eine dreiwellige Bewegung, dann kriegen wir nochmal eine dreiwellige Bewegung und dann sollte der größte Impuls starten. Abhängig davon, bis wo es gelaufen ist, kann es natürlich bis $80-90 gehen. Das sind die Szenarien in PayPal. Also kann man schon mal sagen, im Bereich der $56 bis $61 kann der Kurs durchaus noch sich bewegen und sollte dann eine Reaktion zeigen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Like da. Bist du investiert? Schreib es gerne in die Kommentare. Wie siehst du PayPal? Schreib es auch in die Kommentare. Das war meine technische Analyse von PayPal. In diesem Sinne sage ich danke fürs Schauen. Ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.